Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe schon wieder den Rucksack gepackt und bin mal wieder unterwegs. Heute auf einer Tour von ungefähr 18 Kilometer. Ich bin wieder im Segeberger Forst. Da war ich ja schon mal, wo ich hier auch das ehemalige Marinearsenal gefunden habe. Darum soll es aber in diesem Video eigentlich nicht gehen. Ich habe nämlich bei der letzten Wanderung herausgefunden, dass es hier auch einen Übernachtungsplatz geben soll. Und dort werde ich mich jetzt hinbegeben und mal sehen, wie der aussieht. Und vielleicht kann ich da auch mal irgendwann übernachten für 1 oder 2 Nächte und dann hier ganz gemütlich durch die Gegend wandern. Da nehme ich euch natürlich mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und euch anschaut, was ich euch hier zeige. Und vielleicht ist es auch eine Anregung, falls ihr mal hier oben im Norden seid oder hier oben aus dem Norden kommt, hier auch mal eine Wanderung durchzuführen. Ich stehe übrigens hier auf einem ehemaligen Bunker des ehemaligen Marinearsenals. Wer sich für das Marinearsenal interessiert, schaut doch gerne meine erste Wanderung hier durch den Segeberger Forst an. Da habe ich einiges darüber erzählt und gezeigt. Hier in der Nähe von Wahlstedt sind auch einige Sportgeräte versteckt im Wald, weil das gehört hier zum Aktivwald Wahlstedt. Eines davon bin ich gerade rübergelaufen. So langsam wird es auch hier im Norden Frühling. Das erste frische Grün ist schon zu sehen, wie gerade an den Lärchen, die ihre frischen Nadeln austreiben. Und ein herrlicher Gesang von den Vögeln hier. Zum Beginn der Strecke bin ich gestoßen auf eine ganze Menge Eichelhäre, die sich gerade auf dem Weg befanden. Konnte ich leider nicht filmen, weil sie waren doch etwas schreckhaft. Ja, dieser Teilstück ist nicht so schön auf meiner geplanten Strecke. Also es geht hier entlang einer Bundesstraße. Bei meiner letzten Wanderung hier im Segeberger Forst hatte ich ja was erzählt, dass sich hier ein Wolfspärchen angesiedelt hat. Und vor ein paar Tagen gab es wieder eine Sichtung hier in Schleswig-Holstein, und zwar in Schmalensee. Das ist ungefähr 20 Kilometer nordöstlich von hier. Und dort ist ein Wolf am Tage auf einer Straße umhergeirrt. Und bei dem Bild von dem Zeitungsartikel konnte man sogar die Ortschaft erkennen. Also er war sehr dicht am Ortsrand. Ich nehme nicht an, dass ich heute einen zu Gesicht bekomme. Aber wenn, hoffe ich, dass ich da die Kamera anbekomme. Hier ist auf der Karte mein aktueller Standort und da bin ich doch eigentlich schon ein ganzes Stück gelaufen, weil hier steht mein Auto. Ich werde jetzt auch gleich den Schlafplatz erreichen.
der übrigens von Wildes Schleswig-Holstein ist. Und dort werde ich endlich mal eine Pause machen und kann euch noch etwas zu den Schlafplätzen von Wildes Schleswig-Holstein erzählen. Endlich mal wieder ein Teilstück auf einem Waldweg, wobei die anderen Wege sind ja auch Waldwege, aber das sind reine Wirtschaftswege, die komplett ausgebaut sind für die Forstfahrzeuge, dass denn auch das geschlagene Holz gut abtransportiert werden kann. Es lief sich denn da auch so ein bisschen doof. Ich habe nämlich natürlich wieder meine Barfußschuhe an. Die Wege sind sehr mit Kieselstein voll, also auch befestigt damit, oder man hat Kopfsteinpflaster und das merkt man natürlich bei diesen Schuhen sehr stark. Es sind jetzt noch ein paar hundert Meter, bis ich den eigentlichen Punkt für heute erreicht habe, also zumindest den ich mir anschauen wollte, was der Aufhänger war für diese Tour. Dort werde ich dann auch endlich mal eine Pause machen, weil ich habe dann schon grob über 9 Kilometer hinter mir. So, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir einen schönen Kaffee erstmal gekocht und ich habe das heutige Ziel, warum ich diese Tour mache, erreicht. Das ist hier ein Schlafplatz. Sie sind geführt unter Wildes Schleswig-Holstein, was ich schon mal kurz angesprochen habe. Der Weg hierher war etwas abenteuerlich, weil die Forstarbeiter ein wenig den Weg zerfahren haben. Wäre ich eine Abzweigung früher reingegangen, wäre der Weg wohl ein bisschen besser gewesen. Die Rastplätze oder die Übernachtungsplätze von Wildes Schleswig-Holstein, die vom Naturschutzbund hier eingerichtet wurden, sind in ganz Schleswig-Holstein verteilt. Sie sind zum Zweck, dass hier Wanderer zu Fuß oder per Rad hier eine Übernachtung machen können. Der Platz soll immer sauber gehalten werden. Es darf an diesem Platz kein offenes Feuer gemacht werden, aber gegrillt darf werden. Wobei ich habe hier auch schon eine Feuerstelle gesehen, wobei ich nicht ganz so weiß, ob das hier legal ist. Das Gute hier ist, hier gibt es sogar ein Dixie-Klo. Weiß zwar nicht, wie oft das hier gereinigt wird oder entleert wird, aber bei meinem letzten Platz von Wildes Schleswig-Holstein, dazu hatte ich mal eine Radtour gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch oben. Dort war nur der Platz, dort wo man schlafen kann und nichts weiter. Dort musste man sich dann halt für seine Bedürfnisse entweder in den Busch schlagen oder für das größere Geschäft ein Loch graben. Jetzt werde ich mir erstmal den Kaffee gönnen und noch etwas essen, weil ich habe ja was bei. Der Müll bleibt natürlich nicht hier, den nehme ich mit. Darum ist auch an meinem Rucksack gerade die Mülltüte dran. Und ich habe auch schon etwas Müll unterwegs gesammelt, was ich so gesehen hatte und was ich mitnehmen konnte. Und dann geht es nachher auch gleich weiter auf der Tour. Ich habe jetzt grob 10 Kilometer hinter mir und dann wird es auch eigentlich mal Zeit, eine Pause zu machen. So, hier nochmal ein kleiner Eindruck von dem Übernachtungsplatz. Hier ist zum Beispiel eine Feuerstelle, wie ich schon sagte, wo eigentlich offenes Feuer verboten ist. Eine zweite ist hier drüben. Die Schlafplätze werden dann wahrscheinlich hier auf der Freifläche sein, wo man die Zelte aufbauen kann. Sind natürlich auch genügend Sitzmöglichkeiten. Es sollten aber maximal 3 Zelte sein mit jeweils 3 Personen. Und wenn es größere Geschichten hier werden sollen mit Gruppen, soll man sich vorher beim Forstamt melden.
Hier noch das angesprochene Dixie-Klo, aber das brauche ich nicht. Ich gehe in diese Richtung weiter zum Auto. Wie man hinter mir sehen kann, ist hier auch ein Parkplatz, aber der ist nicht für die Übernachtungsgäste, sondern eher für die Tagesausflügler. Ich hatte es ja schon angesprochen, die Übernachtungsplätze sollen sein für Leute, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Ich habe auch gerade noch die Landstraße überquert. Das ist die L79. Da könnte es auch etwas lauter werden bei der Übernachtung, weil doch regelmäßig hier die Autos vorbeifahren. Und in der Nähe ist auch gleich noch eine Bundesstraße. Eigentlich hatte ich geplant, hier weiter zu gehen, aber da habe ich ein ganz leichtes Problem. Der Waldweg ist gesperrt. Und hier sind auch wieder Wildkameras aufgehangen. Das geht auch darum, wegen dem Wolfsmanagement, um die Bewegung der Wölfe hier zu dokumentieren. Ich werde noch ein Stück denn weiter hier lang gehen und mal sehen, wann ich denn auf den Weg raufkomme. Ja, das kann auch mal passieren, dass die Wege gesperrt sind. Das kann natürlich allerdings Komoot nicht wissen. Ich habe jetzt aber gerade eine Ausweichstelle gefunden, wo ich lang gehen kann. Das ist auch hier ein ausgewiesener Reitweg. Und wenn ich hier weitergehe, sollte ich dann auch auf meine angestammte oder geplante Strecke wieder kommen. Auch hier im Segeberger Forst wächst die Heide. Wenn man sich so den dichten Wald ansieht, kann der Wolf dich beobachten und du bekommst es noch nicht einmal mit. Auf dieser Tour habe ich auch so leichten Equipment-Test gemacht, zumindest was die Mikrofone angeht. Zum Anfang und bei dem Übernachtungsplatz hatte ich genutzt Rolei Hirmi Wireless. Jetzt gerade habe ich das Rolei Hirmi, das Aufsetzmikrofon, angebracht und zwischendurch hatte ich dann auch noch das Sennheiser Lavalier-Mikrofon dabei. Das sieht man denn, wenn hier ein Puschel zu sehen ist. Ein schwarzer, ein etwas größerer grauer, dann habe ich das Funkmikrofon dran. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Ton euch am besten gefällt. Was natürlich für die Aufnahmen am einfachsten ist, zumindest als zweiteinfachstes, ist hier das Rolei Hirmi, das Aufsetzmikrofon. Für die internen Mikrofone der DJI Action 3 wäre es zu windig und dann wären viel zu viele Windgeräusche. Aber schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich habe jetzt noch mal ein Päuschen gemacht und mir etwas zu trinken zubereitet, bevor ich auf die restlichen knapp 3 Kilometer bis zum Auto gehe. Und ich möchte auch hier gleich das Video beenden. Ein kleines Wörtchen noch zu dem Wanderweg. Er war sehr schwierig heute, weil doch sehr doll ausgebaute Forstwege hier sind mit Schotter. Und was nicht so gut ist für Barfußschuhe. Also heute Abend, spätestens morgen früh, werde ich wahrscheinlich meine Füße und Beine merken, weil die Spitzensteine sind dann schon mal
ganz schön nervig. Auf dieser Tour nicht mit Barfußschuhe, da empfehle ich normale Wanderschuhe oder Turnschuhe. Aber sonst so war es eine sehr schöne Strecke, abwechslungsreich und interessant. Jetzt auf dem letzten Ende kommen wir wieder beim ehemaligen Marinearsenal vorbei. Dort werde ich wahrscheinlich noch ein paar Sequenzen aufnehmen und Eindrücke für euch einsammeln. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch dafür und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Wer natürlich neu ist hier, lasst gerne ein Abo da. Darüber freue ich mich riesig. Denn heißt es für mich wie immer nur zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.